Der Christopher Street Day in Köln ist ein lebendiges Zeugnis eines der bedeutendsten gesellschaftlichen Wandlungsprozesse am modernen Europa. Was am Jahr 1979 als kleine politische Protestaktion begann, hat sich heute zur größten Gleichheitsdemonstration Europas mit über 1,5 Millionen Teilnehmenden entwickelt. Diese Dokumentation erzählt nicht nur die Wachstumsgeschichte eines Festivals, sondern analysiert auch, wie gesellschaftlicher Wandel geschieht, wie Minderheitenrechte erkämpft werden und wie sich demokratische Gesellschaften transformieren. Die 46-jährige Geschichte des CSD Köln verläuft parallel zur sozialen Liberalisierung der Nachkriegs-Bundesrepublik und stellt eine einzigartige Fallstudie über die Mechanismen gesellschaftlicher Akzeptanz dar. Diese chronologische Untersuchung beleuchtet anhand von Archivmaterialien, mündlichen Zeitzeugnissen und statistischen Daten die Entwicklung der LGBTQ+-Rechte in Deutschland und deren gesellschaftliche Auswirkungen. Die Ursprünge des Christopher Street Day gehen auf den 28. Juni 1969 zurück, als es in New York zum sogenannten Stonewall-Aufstand kam. Dieses Ereignis ging als Ausgangspunkt der globalen LGBTQ+-Bewegung in die Geschichte ein und gilt als ein zentrales Beispiel internationaler sozialer Bewegungstheorie. Deutschlands historische Rolle in diesem Zusammenhang ist komplexer. Das von Magnus Hirschfeld im Jahr 1897 gegründete Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee war die erste Organisation weltweit, die sich für die Rechte von LGBTQ+-Personen einsetzte. Das im Jahr 1919 eröffnete Institut für Sexualwissenschaft war ein Pionier wissenschaftlicher Forschung in diesem Bereich, wurde jedoch im Jahr 1933 vom NS-Regime geschlossen. Ein bemerkenswerter chronologischer Zufall ist, dass die Bundesrepublik Deutschland Homosexualität am 25. Juni 1969 entkriminalisierte, also 3 Tage vor den Stonewall-Ereignissen. Dies schuf in den 70er Jahren eine günstige rechtliche Grundlage für die Entfaltung der LGBTQ+-Bewegung auf deutschem Boden. Dieser historische Hintergrund ist entscheidend, um die Entstehungsbedingungen des CSD Köln zu verstehen. Die Bewegung wurde sowohl von der internationalen Welle des Aktivismus beeinflusst, als auch auf einem spezifisch lokalen historischen Erbe aufgebaut. Der 30. Juni 1979 gilt offiziell als der Tag, an dem der CSD Köln ins Leben gerufen wurde. Diese erste Veranstaltung wurde von der Organisation Gay Action Cologne koordiniert und fand parallel zu Demonstrationen in Berlin und Bremen statt. Die Teilnehmerzahl lag laut zeitgenössischen Aufzeichnungen bei einigen hundert Personen, wobei die Hauptforderung die vollständige Abschaffung des Paragraphen 175 war. Die 80er Jahre markieren eine Phase der Institutionalisierung der Bewegung. In diesem Jahrzehnt etablierte sich die Tradition einer jährlich stattfindenden Veranstaltung und die Teilnehmerzahlen stiegen schrittweise an. Zugleich war dies auch die Zeit des Ausbruchs der HIV-AIDS-Pandemie, was der Epoche eine besondere Bedeutung verleiht.
Obwohl diese Gesundheitskrise gesellschaftliche Vorurteile gegenüber der LGBTQ+-Gemeinschaft verschärfte, führte sie auch zu einer stärkeren inneren Solidarität und trug maßgeblich zur Weiterentwicklung organisatorischer Strukturen bei. Medienanalysen zeigen, dass Berichte über den CSD in den 80er Jahren meist in den Bereich der Randereignisse eingeordnet wurden und in den Mainstream-Medien nur begrenzt Beachtung fanden. Durch alternative Medienkanäle und die lokale Presse nahm die öffentliche Wahrnehmung jedoch allmählich zu. Ein bedeutender Wendepunkt am Ende dieses Jahrzehnts war der Fall der Berliner Mauer-ICAM am Jahr 1989, ein Ereignis, das die Charakteristik der LGBTQ+-Bewegung in Deutschland grundlegend veränderte. Die Gründung des Vereins Kölner Lesben- und Schwulentag e.Klust I am Jahr 1991 markiert den Übergang des CSD Köln von einer amateurhaft organisierten Initiative hin zu einer professionellen Struktur. Dieser Institutionalisierungsprozess führte zu einer signifikanten Steigerung der Größe, Qualität und politischen Wirkung der Veranstaltung. Die vollständige Abschaffung des Paragraphen 175 DI am Jahr 1994 gilt als einer der größten Erfolge der deutschen LGBTQ+-Bewegung. Diese rechtliche Änderung veränderte auch den Charakter des CSD. Aus einer reinen Protestform wurde eine Plattform zur Feier errungener Erfolge und zur Definition neuer Ziele. Statistische Daten zeigen, dass die Teilnahmezahlen in den 90er Jahren exponentiell gestiegen sind. Innerhalb eines Jahrzehnts verzehnfachte sich die Zahl der Teilnehmenden, das Medieninteresse nahm deutlich zu und die politische Beteiligung weitete sich aus. In dieser Phase begann auch das Sponsoring durch lokale Unternehmen, wodurch sich die wirtschaftlichen Effekte der Veranstaltung erstmals messbar machten. Soziologische Analysen belegen, dass sich in diesem Zeitraum die gesellschaftliche Wahrnehmung des CSD wandelte, von einer radikalen Demonstration hin zu einem kulturellen Ereignis. Diese Transformation ermöglichte eine breitere Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. Die Ausrichtung der Europride am Jahr 2002 stellte einen Wendepunkt in der internationalen Wahrnehmung des CSD Köln dar. Mit rund 1.200.000 Teilnehmenden war diese Veranstaltung damals die größte LGBTQ+-Demonstration Europas. Dieses Ereignis veränderte Kölns Position auf der touristischen und kulturellen Landkarte nachhaltig. Die Stadt etablierte sich neben traditionellen LGBTQ+-Destinationen wie Berlin und Amsterdam und erhielt den Status einer Gay-Friendly City. Eine wirtschaftliche Wirkungsanalyse zeigt, dass die Europride der Stadt Einnahmen in Höhe von rund 50 Millionen Euro eingebracht hat. In den 2000er Jahren nahm die institutionelle Beteiligung drastisch zu. Sponsoring durch Unternehmen der Fortune 500-Liste, politische Präsenz auf Bundesebene sowie die Unterstützung offizieller Einrichtungen beschleunigten den Prozess der Mainstream-Integration der Bewegung. In diesem Zeitraum wurden auch internationale Solidaritätsprogramme ins Leben gerufen. Die Unterstützung des Cologne Pride für LGBTQ+-Aktivistinnen und Aktivisten aus Ländern mit schwierigen Lebensbedingungen verlieh der Organisation eine globale Dimension, die weit über die lokale Identität hinausging. Zum Ende dieses Jahrzehnts verzeichneten die Zahlen aus dem Jahr 2009 eine Teilnahme von 800.000 Menschen, während der wirtschaftliche Effekt die Marke von 35 Millionen Euro überschritt. Die 2010er Jahre waren eine bahnbrechende Dekade für die Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft in Deutschland.
Die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe Pieve am Jahr 2017 stellte eine symbolische Krönung eines halben Jahrhunderts des Kampfes dar. Die Entwicklung des CSD Köln in diesem Zeitraum liefert objektive Indikatoren für den gesellschaftlichen Akzeptanzgrad. Die Teilnehmerzahlen bewegten sich stabil zwischen 500.000 und 1 Million, das Sicherheitsniveau der Veranstaltungen stieg deutlich an und Gegenproteste gingen auf ein Minimum zurück. Laut den Daten des Pew Research Center aus dem Jahr 2013 unterstützen 87% der Deutschen die gesellschaftliche Akzeptanz homosexueller Menschen, ein Wert, der Deutschland weltweit auf den 2. Platz bringt. Spezifische Studien aus Köln zeigen, dass 10,6% der Stadtbevölkerung sich als LGBTQI+ identifizieren. Medienanalysen belegen, dass der Ton der CSD-Berichterstattung in den Mainstream-Medien zu über 89% positiv ist. Dies markiert einen radikalen Bruch mit der marginalisierenden Berichterstattung der 80er Jahre. Im selben Zeitraum traten neue Themenfelder in den Vordergrund. Transrechte, LGBTQ+, Geflüchtete sowie der Schutz erkämpfter Rechte angesichts des Aufstiegs rechtsextremer Bewegungen wurden zentrale Anliegen des CSD. Im Jahr 2024 stellte der CSD Köln mit 1,5 Millionen Teilnehmenden einen neuen Rekord auf und festigte seine Position als größte Pride-Veranstaltung Europas. Trotz der Herausforderungen der Covid-19-Pandemie gelang es der Organisation, mit einem hybriden Modell, das auch digitale Plattformen einbezog, flexibel zu reagieren und ein erfolgreiches Beispiel moderner Strategien sozialer Bewegungen zu liefern. Das Programm für 2025 steht unter dem Motto Menschenrechte, viele, gemeinsam, stark und rückt die universelle Bedeutung der Menschenrechte in den Fokus, insbesondere vor dem Hintergrund des weltweiten Anstiegs autoritärer Tendenzen. Die Veranstaltungen finden vom 21. Juni bis zum 6. Juli statt und werden im Rahmen der Kampagne Nie wieder still durch mehr als 50 parallele Aktionen in deutschen Städten koordiniert. Dieser koordinierte Ansatz stellt ein ausgefeiltes Beispiel zeitgenössischer sozialer Bewegungsstrategien dar, das die organisatorischen Vorteile des föderalen Systems gezielt nutzt. Die Geschichte des CSD Köln, eine Entwicklung über 46 Jahre, erzählt weit mehr als nur die Entstehung eines Festivals. Sie ist ein lebendiges Zeugnis dafür, wie demokratische Gesellschaften Minderheitenrechte erkennen, schützen und stärken können. Was einst als randständiger Protest begann, ist heute ein fest verankerter Bestandteil der europäischen Stadtkultur. Dieser Wandel zeigt uns: Gesellschaftlicher Fortschritt ist möglich, wenn Bewegungen über Jahre hinweg kontinuierlich, organisiert und mutig agieren. Der Erfolg des CSD ist kein Zufall. Er wurzelt in der Fähigkeit, lokale Realitäten mit globalen Impulsen zu verbinden. Köln wurde so zur Bühne eines vielstimmigen, weltoffenen Dialogs. Heute ist der CSD Köln weit mehr als ein Symbol. Er ist ein lebendiger Referenzpunkt für Forschende, für AktivistInnen, für kommende Generationen. Ein Ort, an dem man nicht nur feiert, sondern auch versteht, wie Wandel wirklich entsteht.